So Leute, heute habe ich eine kleine Überraschung für die Klettersteig-Fans, nämlich die Tailakante hinten beim Sebensee. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Unterhaltung und los geht's mit dem Radl. So, dann würde ich sagen, starten wir mal. Und zwar noch eine kleine Information. Man kann jetzt entweder über den Sebenklettersteig hochgehen, ist ein sehr schwieriger Klettersteig. Man kann auch den hohen Gang nach oben gehen, der Weg ist allerdings gerade gesperrt. Dann gibt es auch noch weitere Möglichkeiten nach oben zu kommen. Ich fahre jetzt allerdings ganz außen rum über die Ehrwalder Alm und habe dann sozusagen nachher beim Abstieg den riesen Vorteil, dass ich einfach laufen lassen kann. Kostet vielleicht jetzt ein paar Minuten mehr, aber später beim Downhill habe ich natürlich dann Luxus. Also kommt mit Leute und jetzt geht es erstmal zum Sebensee. Also ich gönne mir hier nach Feierabend die pure Entspannung. Wenn ihr dem auch so zustimmt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und genießt weiterhin diese schöne Fahrt zum Sebensee. Also davon seht ihr jetzt die Sebenalm und weiter in der Richtung kommt der Sebenklettersteig nach oben. Wir fahren jetzt da hoch bis zum Ende, wo der Umschlagplatz ist für die Coburger Hütte. Wir sind jetzt hier am sogenannten Sebensee, mit einer der schönsten Orte in ganz Tirol, würde ich jetzt mal so sagen. Und da vorne ist die Tailakante zu sehen. Da zieht sich der Klettersteig nach oben. Ich habe mein Radl deponiert. Habe leider mein Schloss vergessen und dementsprechend habe ich jetzt meinen Sattel dabei und den Stift für das Rad und ja, habe das Ganze gut versteckt, dass keiner auf die Idee kommt, mit meinem Radl abzuhauen ohne Sattel und mit nur einem Reifen. Und was sagt ihr dazu? Habt ihr mal Bock einzutauchen? Schaut mal, wie klar das ist. So, liebe Zuschauer, jetzt bin ich hier am wunderschönen Sebensee und habe hier noch ein Pärchen getroffen aus Berlin, richtig? Genau. Ja. Wie gefällt es euch hier? Super. Sehr schön. Traumhaft. Schön. Und dich getroffen zu haben, war sehr geil. Richtig klasse. Genau, euch wünsche ich einen schönen Abstieg und ich gönne mir jetzt den Klettersteig. Viel Spaß beim Klettersteig. Genau, danke euch. Und wenn ihr das schaut, ich hoffe, ihr habt eine gute Heimreise gehabt nach Berlin und viel Spaß weiterhin mit meinen Videos. Also hier vorne seht ihr jetzt den Sebensee. Hier geht es hoch zum Drachensee. Und normalerweise ist hier eine große Tafel, wo der ganze Klettersteig erklärt wird. Wir gehen jetzt hier hoch. Da und da oben in der Kante ist dann der Einstieg. Nur für geübte Kletterer. Jetzt lege ich mir hier kurz einen Gurt an und die Ausrüstung und dann geht es nach oben. Also, dann starten wir mal. Ich habe mir trockene Sachen angezogen, inklusive einer langen Hose.
Es ist schließlich kein Hochsommer mehr und es windet leicht. Es ist frisch und ja, Klettersteigset komplett. Rastschlinge brauche ich natürlich jetzt eigentlich nicht. Helm, Handschuhe, alles dabei, wie es sein sollte. Brauche ich das alles? Kann ich euch nicht beantworten. Ich persönlich mache das, weil ich hier jetzt Spaß haben möchte und nicht hier irgendwie zeigen möchte, hey, das geht auch ohne alles, sondern packt euch alles ein. Da sind teilweise wirklich schwierige Stellen drin für den einen oder anderen. Und dann legen wir mal direkt los hier und ich packe euch jetzt gleich auf die Helmkamera. Und ja, ich versuche das Ganze irgendwie schön zu schneiden. Klettersteige am PC zu schneiden macht relativ wenig Spaß. Ja, aber so ist es halt. Ich habe leider jetzt keinen vor oder hinter mir, den ich zeigen kann. Dementsprechend versuche ich euch das über die Helmkamera gut zu erklären. Los geht's! Wenn ihr übrigens mal sehen solltet, dass ich zwischendurch nur einen Karabiner eingehängt habe, dann lasst das bitte meine freie Entscheidung sein, dass ich mir sage, okay, das ist für mich vertretbar, das müsst ihr ja nicht nachmachen, nur dass ich das schon mal angesprochen habe. Ja. Man sieht auch hier, warum das Ganze Tire-Kante heißt, weil man auf der Kante entlang geht. Ist wirklich speckig hier. Ja, ziemlich abgegriffen. Besser wäre es übrigens, man hängt so ein, aber das darf man jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, was ich hier mache. Also, jetzt kommt hier diese erste Sektion, die glaube ich bis C oder CD geht. Hier die hier. Vielleicht ist es auch nur C. So geht es dann nach oben. So, ihr seht, da wird alles eingehängt von mir. Schöne Tritte. Ja, sehr speckig hier. Dann geht es einfach da nach oben. So. Da habe ich es kurz mitgezogen und dann da oben weiter. So schaut es hier aus. Schaut euch mal diese wunderschöne Landschaft an mit dem Sebensee, da drüben Drachensee und Coburger Hütte. Ja, und jetzt geht es hier schön nach oben. Wirklich ein schöner Feierabend und der Start ins Wochenende. So, Selbstsicherung geht wieder raus.
Und dann geht's weiter nach oben. So wie jetzt hier, da ist es für mich völlig in Ordnung, wenn ich mal einen Karabiner drin habe. Da passt es schon ganz gut. So, Uhr auf die rechte Seite, sonst drückt es mir hier andauernd die Knöpfe, obwohl sie blockiert ist. So ist besser. So, da hängen wir jetzt auch wieder einen zweiten ein. Okay, da hängt ein bisschen was runter. Geht schon. Okay, das wird jetzt ein bisschen lustig hier. Aber wird schon passen. So, dann schauen wir mal. Ist anscheinend mal abgebrochen da. Und jetzt muss man hier ein bisschen mehr mit Technik arbeiten, aber soweit kein Problem. Und dann geht es noch kurz bis zum nächsten Stift. Und das war's dann schon. So. Wunderbar. Schwuppdiwupp. So. Ja Leute, ich glaube, das war hier schon die Schlüsselstelle. Das ist bei mir jetzt echt schon, glaube ich, 3 Jahre ungefähr her, dass ich hier zuletzt oben war. Und ja, das ist für mich die Krux gewesen damals. Jetzt ist ja der eine Stift rausgebrochen, aber es geht schon ganz gut weiter. Jetzt mal hier hinauf, da können wir wieder reintreten, Griffstangen
Also wir sind jetzt hier auf 2000 Meter Höhe und wir haben jetzt schon die Hauptschwierigkeiten hinter uns, das muss man ganz klar sagen. Und das Schöne ist ja eigentlich, wenn man so spät geht, dass man den Klettersteig komplett für sich alleine hat. Und das ist natürlich auch von der Abendstimmung her mega, mega geil. Also diese Abendtouren am Freitag, die sind schon echt was Besonderes. Da hinten der Drachensee, ja, das ist einfach richtig geil. Man liest es auch im Internet. Einer der schönsten Klettersteige ganz Tirols. Und das kann ich definitiv zu 100% unterschreiben. Start our engines, countdown from 10, kiss the sun goodnight. Oh, where no one goes, yeah, 'cause we're chasing desires above the city lights, yeah, we're burning like Ja, ich glaube, das war immer einer meiner Lieblingsstellen hier, diese Kante nochmal. Traumhaft, echt richtig, richtig traumhaft. Und da geht's hinauf. Richtig cool. yeah, we're walking on air, going way beyond the horizon. We're walking on air, ain't gonna come down. Oh, 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 ain't gonna come down. So, da komme ich jetzt her und da geht's weiter. Ich habe das Stück hier irgendwie völlig vergessen gehabt. Schaut euch mal diese Landschaft an, Leute. Diese traumhafte Landschaft im wunderschönen Tirol. Und wenn euch die Landschaft gefällt, dann lasst doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Ain't gonna come down. We won't reach us. No, no, no. They can't touch us. Walking on air. So, hier klippe ich mich jetzt aus und gehe jetzt hier einfach links dran vorbei. Don't wake me ever. I don't wanna be
Also jetzt geht es hier mal ums Eck herum, da, seht ihr das? Vielleicht mal kurz etwas technischer, aber nicht dramatisch und vielleicht im Bereich C, ja, CD, eher C, genau. Und dann sind es nur noch 200 Höhenmeter bis zum Gipfel ungefähr. Okay, sehr vertrauenswürdig hier. Ja. Rechne bitte nicht ab. So, der schaut jetzt nicht so vertrauenserweckend aus. Deswegen hänge ich mir jetzt alles ein, was ich habe. Inklusive der Selbstsicherungsschlinge. Dann bin ich etwas sicherer. So, perfekt. So, erst die Kollegin hier und dann kommt das alles rein. Wunderbar. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking. Das ist speckig hier. Richtig speckig. Just watch me break it. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want to keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. From the get-go, let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, what's the use of playing games though? There's no denying what we want. Just watch me break it. You're falling into me, touch me. Und da komme ich her und das ist jetzt der Restweg bis zum Gipfel. Ungefähr noch 100 Höhenmeter. I
not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Also hier geht es mal ein kurzes Stück nach unten und dann einfach schönen Spreitschritt und dann rüber und dann hast du es schon hier. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic. So, es kommt nach dem Klettersteig kurz vorm Ende nochmal Gehgelände, wo ich mich jetzt gerade drin befinde. Und dann da hinten der letzte Anstieg. Ganz da hinten erst, wo die Wand wieder anfängt. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Also hier vorne sieht man nochmal den Klettersteig, das Gehgelände hier und dann geht es hier direkt weiter mit dieser Sektion.
unser Weg und dahinter liegt jetzt versteckt das Gipfelkreuz. So, jetzt kommt hier nur noch die Traverse. Das ist dann wirklich der letzte Step. Und da so 15 Höhenmeter über mir ist jetzt der Gipfel. Und das war's dann. Dann haben wir es geschafft. Und die letzten Meter hier ums Eck seht ihr jetzt das Gipfelkreuz. Jetzt sind wir gleich da. Also geschafft. Vorderer Taillerkopf über die Taillerkante. Cool. So, jetzt sind wir oben. Vorderer Taillerkopf Südgipfel. 2450 Meter und ja, hier ist auf jeden Fall die Hauptstadt der Brüchigkeit in den Ostalpen. Also jetzt heißt es für mich, die ganze Ausrüstung wegpacken. Ich werde jetzt alles in den Rucksack machen, auf eigene Verantwortung und ja, jetzt geht es über den Normalweg, über den Abstieg Richtung Coburger Hütte und das zeige ich euch noch relativ sporadisch und ein kleines Fazit ziehe ich dann weiter unten, wenn ich wieder halb am Sebensee angekommen bin. Übrigens noch kurz zur Aussicht am Ende. Zugspitzmassiv, Ammergauer Alpen, Daniel, die Sonnenspitze, ein kleiner Teil der Mieminger Kette und hier ein größerer Teil der Mieminger Kette. Und wenn ihr euch jetzt weiter dreht, da hinten seht ihr jetzt das Wetterstein mit dem Hochwanner. Da hinten das Karwendel. Und jetzt geht es für mich runter. Also bis später. So, an der Coburger Hütte gehen wir jetzt vorbei und gehen jetzt wieder runter Richtung Sebensee. Ja, der Weg von der Coburger Hütte runter zum Sebensee ist nicht wirklich schwierig, ein ganz normaler Wanderweg. Hingegen der Abstieg vom vorderen Taillerkopf zur Coburger Hütte hat irgendwo Einsatzstellen versteckt. Man muss einfach etwas vorsichtiger sein. Ich liebe diese Ansicht vom Zugspitzmassiv. Da schaut es einfach am schönsten aus. Noch eine kleine Info, der hohe Gang ist gesperrt. Ich weiß nicht, ob ich es euch am Anfang erzählt habe. Jetzt bin ich gleich mal richtig gespannt, ob mein Radl noch im Wald liegt. Meine Anspannung ist auf jeden Fall sehr groß. Gut, wenn man sich alles abspeichert, dann findet man die Teile wieder. Oh Gott.
Irgendwo hier habe ich mein Zeug hingelegt. Ah, da liegt schon mal der Reifen. Hallo Reifen. So, und dann in dieser Richtung müsste das rote Schmuckstück liegen. Ich glaube, irgendwo hier war es. Boah, gute Frage. Ich habe mein Radl gefunden. Ich habe echt gerade gedacht, das wäre weg. Aber das ist echt krass, wenn du in unserem Wald so viele Bäume hast, ja, und da liegt es jetzt versteckt. Ist jetzt nicht die feine Art, aber ja, ich baue es jetzt zusammen und dann geht's runter. Also denkt dran, Leute, bei Alpinefex, da lernt man nicht nur die groben Sachen, sondern auch die feinen Sachen. Eieiei. Also nochmal ein letzter Rückblick auf die Thaya-Kante und die letzten Sonnenstrahlen oben am vorderen Thaya-Kopf. Und jetzt hauen wir wieder ab, wo wir hergekommen sind. Auf die Schlussworte müsst ihr noch etwas warten, denn ich kenne die Gegend hier recht gut und weiß, was es gleich hier für ein Spektakel geben wird. Alter Verwalter, lecco mio. Das nenne ich mal eine Arena. Und wir sind hier auch in der Zugspitz-Arena. Brutal. Ich würde sagen, das ist das Spektakel, was ich gemeint habe. Und ja, ich möchte mich hier an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Wunderschöne herbstliche Abendstimmung, traumhaft. Und dieser Tag hat mir richtig gut gefallen. War wirklich wunderschön, die Thaya-Kante nochmal zu machen und zu dokumentieren. Denkt bitte dran, Leute, das Ganze hier ist ein schwieriger Klettersteig. Das Ganze ist auch eine Tagestour, wenn ihr das macht, und durchaus ernst zu nehmen. Informiert euch bitte über die Schwierigkeiten eigenständig. Richtig cool ist natürlich auch jetzt hier mit dem Radl immer der Sonne nachzufahren bis zum Auto, und das ist halt super entspannt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, macht richtig easy im Abstieg. Was man wirklich langsam merkt, dass es sehr kalt wird. Wir sind unter 10 Grad und ich hoffe jetzt auch wirklich, dass langsam mal der Winter auch durchkommt, dass der Schnee vielleicht im Oktober schon eintreffen wird. Ich mache mich wahrscheinlich gerade unbeliebt bei sehr vielen Leuten am Fernseher. Ja, so ist es halt, und ja, ich möchte mich bei euch bedanken, und wenn es gefallen hat, Leute, gebt gern einen Daumen nach oben, bei Fragen Kommentare benutzen und kostenlos meinen Kanal abonnieren und gleichzeitig die graue Glocke drücken. Ja, das wäre es soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut's rein, Leute. Ciao.